Heute habe ich ein ganz besonderes Video, denn dieses Mal bekomme ich künstlerische Unterstützung von meinem Freund. Ich konnte ihn dazu überreden, gemeinsam mit mir ein Bild zu malen, eine Hälfte ich, eine Hälfte er. Die Bedingung war, dass wir ein Motiv aus dem Star Wars Franchise nehmen, woraufhin ich dann dieses Bild von Queen Amidala ausgesucht habe, weil es viele verschiedene Herausforderungen gerade für einen Anfänger beinhaltet. Wir haben nämlich sowohl einen Hintergrund als auch die Person, als auch ein Gesicht und das Gesicht dann auch noch in klein. Also viele verschiedene Stofflichkeiten, auf jeden Fall anspruchsvoll, auch für mich. Aber ich fand es spannend, was dann eben mein Freund auch draus macht. Wir malen mit Acryl, weil ich das am liebsten habe und ich so zumindest ansatzweise den Profi rechtfertigen kann. Ich habe die Leinwand als erstes geprimed und mir dann für die Skizze sehr viel Zeit genommen. Die habe ich tatsächlich 3-mal angefangen, bis ich dann happy war damit. Gemalt habe ich zuerst den Hintergrund und danach die Person. Die Marmorwände sind mir schwer gefallen. Ich habe noch nie Marmor gemalt, habe mir aber dann eine Technik durchprobieren überlegt, die einigermaßen okay aussieht. Also es sieht nicht unbedingt aus wie auf dem Originalfoto, aber es sieht aus wie Stein und es ist nur der Hintergrund, deshalb war ich damit dann zufrieden. Die Frau selbst ist mir ziemlich leicht gefallen, die Klamotten, das war alles kein Problem. Beim Gesicht hat es dann auch ein bisschen bei mir gehapert, eben weil man sie erkennen soll. Das ist ein bisschen schwierig gewesen, aber am Ende habe ich es zumindest einigermaßen hinbekommen. Und jetzt der spannendere Teil des Videos, die Bildhälfte meines Freundes. Übrigens an dieser Stelle, mein Freund möchte auch, dass ich betone, dass er kein Anfänger ist, sondern auch schon mit Acryl gemalt hat und zumindest ein paar Grunderfahrungen hat. Ich habe ihn großteils komplett allein gelassen.
Ich habe ihm lediglich dann, wenn ich mal vorbeigelaufen bin, kann ich meinen Mund nicht halten. Und dann habe ich ihn auf ein paar Sachen hingewiesen, die er verbessern könnte. Das hat er nicht so gern gehört, aber ein paar von meinen Anmerkungen hat er trotzdem umgesetzt. Und das waren wirklich Kleinigkeiten, also er hat es allein gemacht. Ich habe ihm all meine Materialien einfach hingestellt. Ich habe ihm zwar gesagt, welche der Farbtuben ich vor allem genutzt habe, aber er war trotzdem komplett frei darin, sich Pinsel und Farben auszusuchen, und er musste ja auch zum Beispiel selbst mischen. Deshalb war das auch nur eine kleine Hilfestellung. Ich habe meinen Freund ein bisschen ausgefragt, was er sich beim Malen gedacht hat, um euch auch ein paar Infos geben zu können. Aber zuerst ein paar Unterschiede, die mir aufgefallen sind. Die erste natürlich, dass er nicht geprimed hat. Davon hat er halt vermutlich keine Ahnung, dass sich dann die Farbe besser auftragen lässt. Die zweite Sache ist, dass er nicht mit dem Hintergrund, sondern mit der Frau angefangen hat. Und das ist ja kein Fehler. Also ich weiß, dass auch geübte Künstler das manchmal machen. Und das ist vielleicht auch einfach Geschmackssache. Ich persönlich finde es eben leichter, zuerst den Hintergrund zu malen und dann die Person drüber zu malen. Seine Begründung war aber, dass er eben mit dem wichtigen und interessanten, dem spaßigen Teil anfangen wollte. Und das ist nun mal Queen Amidala und nicht der Hintergrund. Was er sagt, ist, dass seine Skizze ihm von den Proportionen her recht leicht gefallen ist. Ich vermute aber, dass es schon hilfreich war, dass mein Teil schon da war, der ihm eben ein paar Anhaltspunkte gegeben hat. Er meinte, für das Gesicht hat er sich am meisten Mühe gegeben, am meisten Zeit investiert und die Hand sei ihm am schwersten gefallen. Und natürlich die Farben passend zu meinen zu mischen. Er ist sehr zufrieden mit seiner Arbeit und das auch absolut zu Recht. Und das Wichtigste, er hatte Spaß und würde es sogar wieder machen. Abgesehen davon, dass ich ihm eben sehr dankbar bin, dass er es gemacht hat und sich die Zeit genommen hat, ist es auch wirklich einfach richtig gut geworden. Ich finde, das hat er wirklich toll gemacht und wir hängen es uns auf jeden Fall auf. Ich finde auch, weil er ja wollte, dass ich sage, dass er schon mal Bilder gemalt hat, dass keines der Bilder bisher so gut war, weil ihm oft so dieses Spiel von Licht und Schatten gefehlt hat, was dem Bild dann die wirkliche Tiefe gibt. Und dieses Mal hat er das einfach so gemacht. Ihr kriegt jetzt noch ein paar Shots, um auch nochmal gut vergleichen zu können und das Gesamtwerk zu genießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Liked und abonniert und bis zum nächsten Mal.